Die Stimme in der Asche. Ich bin Leon Brandt. An einem kalten Wintermorgen des Jahres 1963 wurde ich in einem Frauengefängnis mit steinernen Mauern in Deutschland geboren. Meine Ankunft auf die Welt wurde nicht von einem Schrei, sondern vom Quietschen einer Kette begleitet. Meine Mutter Helena nahm mich aus einem Schicksal voller Schmerz und vom Geruch von Blut durchdrungenen Qualen in ihre Arme. Für sie war ich vielleicht die Fortsetzung eines Verbrechens, aber gleichzeitig auch der einzige Sinn des Überlebens. Die ersten Bilder meiner Kindheit waren immer die gleichen: das Knallen von Eisentüren, die Schreie der Wächter, der steinerne Boden des Hofes, die Gänge, die nach Bleichmittel rochen. In den Erinnerungen anderer Kinder gibt es Parks, Schulen, bunte Spielsachen. Meine hingegen waren vom aschfarbenen Himmel geprägt und von einer Traurigkeit, die einen von innen wachsen ließ. Meine Mutter hatte ihr Leben im Gefängnis verbracht, weil sie ihren Ehemann Otto getötet hatte. Aber meine Geschichte wäre unvollständig, wenn ich sagen würde, dass meine Mutter ein Monster war. Die meisten Menschen achten mehr darauf, wer getötet wurde, als wer tötete. Aber ich habe die zitternden Hände meiner Mutter gesehen, ihr stilles Weinen in der Nacht, den Schmerz, den sie zu verbergen versuchte, wenn sie mich küsste. Ich wurde nicht an einem Tatort geboren. Ich wurde auf einer Schuld geboren. Im Gefängnis aufzuwachsen, von außen wirkt es seltsam, für mich aber gab es zuerst das Herz meiner Mutter, dann die Mauern. Ich hatte nie einen Spielplatz in mir. Ich schaukelte nie. Freiheit lernte ich nur, indem ich den Himmel durch ein kleines Fenster betrachtete. Ein Leben lang habe ich eine Wahrheit verborgen: meine Mutter wurde zum zweiten Mal bestraft, indem sie mich zur Welt brachte. Es war, als hätte sie ihre Schuld in der Gefängniszelle vermehrt, als wäre ich ein Zeichen des Aufstands. Heute bin ich 40 Jahre alt. Ich bin Tischlermeister. Meine Hände erinnern sich noch an die Kälte der Gefängnismauern. Meine Mutter ist gestorben. Doch ihre Geschichte wandert noch immer wie ein Schatten durch die steinernen Gebäude dieses Landes. Ich habe beschlossen, dieses Buch zu schreiben. Denn nur weil eine Frau getötet hat, sollte ihr ganzes Leben nicht verurteilt werden; weil ein Kind im Gefängnis geboren wurde, sollte sein Leben nicht in Dunkelheit geschrieben werden, weil die Wahrheit nur ich kenne. Ich bin Leon Brandt. Ein Kind, das im Gefängnis aufgewachsen ist. Ein Löwe hinter Mauern. Die Stimme meiner Mutter hallt mir noch nach Jahren im Ohr: mein Sohn, diese Mauern können dich nicht halten. Eisen gefangen nur die, die Angst haben. Ich hatte keine Angst. Doch selbst ohne Furcht blieb sie gefangen. Dieses Buch ist die verstummte Stimme Helenas. Dieses Buch ist das Aufwachsen eines Kindes innerhalb von Eisen. Dieses Buch ist die Geschichte derer, die auch in der Dunkelheit an das Licht klammern. Alles, was ich jetzt erzähle, ist so real wie Blut und so scharf wie Einsamkeit.